Bei wechselhaften Wetterverhältnissen geht es in 3 Tagen rund um den Furgler bei Serfaus. Diese Hüttentour bietet moderate Tagesetappen für Einsteiger und Genießer. Willkommen bei Gipfelschluck. Los geht's. Da wir nachmittags in Serfaus ankommen, beginnt unsere Tour mit der optionalen Übernachtung im Kölner Haus direkt an der Bergstation der Seilbahn. Nach einem kleinen Spaziergang am Abend rund ums Kölner Haus im Skigebiet beginnt dann aber die eigentliche Wanderung am nächsten Morgen. Wir starten zu Fuß, man könnte theoretisch noch eine weitere Seilbahn vom Kölner Haus Richtung Lazit nehmen, damit würde man 400 Höhenmeter im Anstieg einsparen. Da die erste Tagesetappe vom Kölner Haus zur Hexenseehütte mit gut 4 Gehstunden relativ kurz ist, entscheiden wir uns trotz der bescheidenen Wetterverhältnisse mit etwas Nieselregen am Morgen auf die Seilbahnoption zu verzichten. Bei der Nässe ist der Pfad zwar etwas rutschig, aber trotzdem noch relativ problemlos und unkompliziert zu gehen. Bei inzwischen besserem Wetter und einer kurzen Passage auf einem Fahrweg gelangen wir nach etwa 2 Stunden Gehzeit zu dem Joch Scheid. Dort geht die Route weiter auf einem Pfad entlang der Talflanke, während der Fahrtweg unten auf der Talsohle parallel weiterführt. Nun sind wir auf dem sogenannten Schmugglersteig unterwegs. Einige Hinweisschilder berichten vom Schmuggel, der sich zwischen Serfaus und Samnaun in der Schweiz hier abspielte. Nach einem kurzen Gegenanstieg parallel zum Fahrweg erreichen wir nach etwa 3,5 Stunden das Arezjoch auf 2587 Metern. Von hier aus sehen wir nun auch schon die Hexenseehütte, zu der es noch eine starke halbe Stunde zu gehen ist. Die Hexenseehütte ist mit 22 Schlafplätzen relativ klein und wird von Mitgliedern der Kölner Alpenvereinssektion ehrenamtlich bewirtschaftet. Die 3000er Gipfeloption des Hüttengipfels Hexenkopf verfolgen wir aufgrund des Nieselregens am Nachmittag leider nicht. Dafür erwartet uns ein schöner Nachmittag und Abend in der gemütlichen kleinen Hütte. Auf der Karte in Rot seht ihr die Wanderroute des ersten Tages. Blau zeigt den Weg zur Ascherhütte am zweiten Tag. Mit einer guten Prise Wind und kontinuierlichem Niederschlag geht es auf unsere zweite Tagesetappe. So oder so, die Moral in der Truppe stimmt. Nach der einzigen nennenswerten Steigung des Tages mit gut 150 Höhenmetern bzw. 30 Gehminuten zu Beginn bis zum Massenerjoch auf 2685 Metern genehmigen wir uns erst einmal einen Gipfelschluck. Zum Wohl! Fürs Weiterwandern bei diesen Wetterverhältnissen spricht an diesem Tag die erneute relativ kurze Gehzeit von starken 4 Stunden bis zur Ascherhütte, aber auch der moderate Schwierigkeitsgrad der Wege. Die ersten Meter des Abstiegs vom Joch waren in Anführungszeichen der schwierigste Wegabschnitt des Tages. Selbst bei Nässe ließ der sich ganz gut gehen, wobei in den oberen Bereichen rund ums Joch der Niederschlag, der zuvor noch in Regen niederging, sich auch langsam in Schnee verwandelte. Nach dem ersten Steilstück im Anschluss an das Joch und leichtem Bergab in alpähnlichem Gelände führt die Route nun bei leichtem Auf und Ab entlang der Talflanke. Nach einer Gehzeit von etwa 3,5 Stunden erreichen wir das Skigebiet von See im Paznauntal. Nachdem der Niederschlag auf etwa der Hälfte der Tagesetappe nachgelassen hatte, erreichen wir zur Mittagszeit unser heutiges Tagesziel, die Ascherhütte auf 2256 Metern. Nach einer kleinen Stärkung in der Hütte brechen am Nachmittag doch noch 3 Unerschrockene noch einmal auf in Richtung eines der Gipfelziele rund um die Hütte, die Glockspitze 2846 Meter hoch. Auf etwa 2700 Meter drehen wir aber um, nicht zuletzt, da es bald Abendessen gibt. Auf der Karte in Gelb seht ihr die Route Richtung Glockspitze und in Grün die Wanderung am Folgetag über das Furglerjoch zum Kölner Haus. Die Route zum Furglerjoch am dritten Tag beginnt direkt mit 300 steilen Höhenmetern hinauf zum Medrikjoch, wobei sich bei den insgesamt 600 zu bewältigenden Höhenmetern bis zum Furglerjoch immer wieder steilere und flachere Stücke abwechseln. Bemerkenswert für unseren dritten Wandertag ist, dass er für uns ohne Niederschlag ablaufen wird, einwandfrei. Nach den ersten 300 Höhenmetern im Anstieg passieren wir am Medrikjoch auf 2554 Metern den letzten Lift des Skigebiets von See im Paznauntal.
Nun beginnt der aus meiner Sicht schönste Wegeabschnitt der gesamten Tour bis zum Voglerjoch. Dabei erwarten uns ein paar seilgesicherte Stellen, für die Trittsicherheit an den Tag zu legen ist. Hier sind wir nun abseits der hiesigen Skigebiete unterwegs, die vor allem den ersten Tag komplett dominieren und am zweiten Tag zu Beginn und am Ende sehr präsent sind. Auf diese Tour aufmerksam wurden wir übrigens über einen Alpenvereinsflyer, der alle wichtigen Infos zu Hütten, Route und Gipfeloptionen zusammenfasst. Den Link zum Flyer findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nach einer Gehzeit von etwa 2 Stunden ab der Ascherhütte erreichen wir das Voglerjoch auf einer Höhe von 2748 Metern, wo sich uns der Blick öffnet hinüber Richtung Safhaus und dem Inntal. Am Joch gibt es nun die Gipfeloption des Namensgebers der Tour, dem Vogler 3004 Meter hoch, die wir natürlich auch angehen. Bis zum Gipfel ist es eine gute Dreiviertelstunde, Auf einer Höhe von gut 150 Höhenmeter unterhalb vom Gipfel entschließen wir uns nicht weiter zu gehen, da der Niederschlag der vergangenen Tage in Kombination mit niedrigen Temperaturen einige eisige Stellen auf der Route hinterlassen hat. Nichtsdestotrotz kann man auch hier ein Bierchen genießen, unter anderem Stiegl Helles und Stiegl Goldbräu zum Wohl. Vom Joch geht es nun auf den Abstieg Richtung Kölner Haus, gut 800 Höhenmeter am Stück. Sehr schön dabei ist die Aussicht Richtung Inntal, aber auch der Voglersee auf 2458 Metern. Hinter uns liegt nun eine 3-Tagestour, die insbesondere aufgrund der moderaten Gehzeiten und moderaten Schwierigkeiten auch bei schlechterem Wetter möglich war. Die Nähe zu den Skigebieten ist sicherlich Geschmackssache. Die Kombination der kurzen Gehzeiten mit den optionalen Gipfelzielen rund um die Hütten erlaubt aber auch, unterschiedliche Teilnehmer mit unterschiedlichen Vorstellungen an Gehzeiten zusammenzubringen. In diesem Sinne, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schaut auch gerne in weitere Videos auf meinem Kanal rein, zum Beispiel die Umrundung der Walenstöcke bei Engelberg, die ich dieser Tour der Voglerrunde eher vorziehen würde. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.